Hans Schneider im Institut für Zeitgeschichte kommt zu dem Schluss, Fritz Tobias Spiegelthese sei nach Prüfung der vorhandenen Ermittlungs- und Gerichtsakten nicht haltbar. Van der Lubbe könne den Reichstag nicht allein angesteckt haben. Um eine Überprüfung der Tobias-Thesen bat er auch Rudolf Augstein vom Spiegel. Seine Briefe blieben ohne Erfolg. Für den Spiegel schreiben in der frühen Nachkriegszeit auch Angehörige der Gestapo, der SS und des SD. Bis heute für den Spiegel ein Tabuthema. Das ist ein großes Tabu, ein blinder Fleck in der Geschichte der deutschen Presse, der bis heute auch blind gehalten wird. Also da will man nicht heran. Das ist, man wird sozusagen zum völligen Außenseiter deklariert, wenn man daran rührt. Und man findet im Wesentlichen auch keine Publikationsflächen. Ich habe mit keinem anderen Thema solche merkwürdigen Erfahrungen gemacht wie mit der Geschichte des Spiegel. Was der Historiker Schneider Anfang der 60er Jahre nicht ahnt, im Institut für Zeitgeschichte dreht sich der Wind. Seine provokante Untersuchung will der Direktor Krausnick gar nicht mehr. Das Institut will Hans Schneider loswerden, mit allen Mitteln. Und der das erledigen wird, ist Hans Mommsen. Die Aktennotizen sind erhalten. Ende 1962 trifft sich der Nachwuchshistoriker mit dem Anwalt des Instituts und schlägt vor, gegen Hans Schneider alle Druckmittel auszuspielen, auch da, so wörtlich, wo sie einer endgültigen juristischen Prüfung nicht standhalten. Es stimmt doch alles nicht. Herr Krausnick war das. Er hat so getan, als ob die Sache ich gemacht hätte und Herr Krausnick nicht. Herr Krausnick geht aus der nachfolgenden Dokumentation klar hervor. Klar geht aus der Aktennotiz hervor, Hans Mommsen hat sie unterschrieben. Und er schlug vor, statt das Manuskript zu verhindern. Auch anderswo solle er es nicht veröffentlichen dürfen. Juristisch zwar aussichtslos, meinte Mommsen damals, aber Schneider habe keine Ahnung vom Urheberrecht. Zusätzlich solle man auf den berufstätigen Gymnasiallehrer über Stuttgart, Schneiders Schulbehörde, Druck ausüben. Institutsleiter Krausnick fordert von Schneider sofort alle Dokumente und Akten zurück. Die Grundlage seiner Arbeit. Das wäre ein Punkt, wo ich auch Herrn Krausnick kritisieren würde. Ich hätte an seiner Stelle, und ich bin als Institutsdirektor immer so verfahren, bin immer so verfahren, dass ein Manuskript, was den wissenschaftlichen Anforderungen nicht entspricht, dem Autor zurückgegeben wird. Die wissenschaftliche Qualität ist aber in der Aktennotiz kein Thema. Hier steht, aus allgemein politischen Gründen ist die Veröffentlichung unerwünscht. Jetzt haben die diesen einen Halbsatz in einem inoffiziellen Protokoll, und zu dem ich sage, es ist nicht mehr dahinter als das. Und ich bin der einzige Zeuge, denn ich habe den Satz formuliert. Aus dem wird bis heute bis zu Ihnen ein Popanz aufgebaut, der mich persönlich beleidigt. Ich versuche nur zu verstehen, was bedeutet, was bedeutet denn allgemeinpolitisch? Ich weiß es nicht. Ich habe vor 40 Jahren da diesen, neben anderen Bemerkungen, steht da der Satz, es scheint, steht da, aus allgemeinpolitischen Erwägungen. Was wollen Sie denn damit heute noch anfangen? Das Institut distanziert sich heute, 40 Jahre später, von Hans Mommsen. Dessen Umgang mit Schneider sei wissenschaftlich völlig inakzeptabel. Der Punkt, der ganz unmöglich ist für einen Wissenschaftler. Die Wissenschaft muss frei sein. Sie muss im Übrigen selbst im Irrtum frei sein. Und deswegen kann man nicht über einen Dienstherrn Druck ausüben. Und allgemein politische Gründe, was immer die sein mögen, dürfen für die Beurteilung eines wissenschaftlichen Manuskripts auch keine Rolle spielen. Wohin sich Hans Schneider mit seinen Ergebnissen auch wendet, an Historiker oder den Spiegel, die Türen sind zu. Irgendwann gibt er auf. Einen Aufsatz über den Reichstagsbrand veröffentlicht das Institut für Zeitgeschichte aber doch, von Hans Mommsen. Ein Schub nicht nur für dessen Karriere, sondern auch die Durchsetzung der Alleintäterthese, die Hans Mommsen jetzt wissenschaftlich bewiesen habe. Es ist kein Beweis gewesen. Es ist ein kluger Aufsatz von jemandem, der ganz entschieden der Meinung war, wie Tobias, es ist von der Lubbe gewesen. Halten Sie da Mommsens und Tobias Ansatz für überzeugend? Nein, denn ich halte das für nach wie vor, auch durch die verschiedenen Brandgutachten, nicht definitiv geklärte Frage.
Ich halte es sogar für eher unwahrscheinlich. Wer war eigentlich Walter Zirpins im Dritten Reich? 1937 stellt er einen Aufnahmeantrag in die SS. 1940 gründet Kriminaldirektor Zirpins als Leiter der Kripo Litzmannstadt die Sonderkommission Ghetto im Ghetto Lodz. Er war jemand, der zum Beispiel zu vertreten hatte, dass seine Kriminalbeamten von den Gegenständen, die sie den Juden abnahmen, die sie beschlagnahmten, man könnte auch sagen, die sie plünderten, dass sie einen gewissen Teil davon zu herabgesetzten Preisen kaufen konnten. Also er war immer dabei und er wusste, was da passierte. Nach dem Krieg bemüht sich Walter Zirpins vergeblich, wieder als Kriminalbeamter arbeiten zu dürfen. Erst 1951 wird er wieder eingestellt, auch aufgrund eines Artikels, der Zirpins zur Weiterbeschäftigung empfiehlt, veröffentlicht im Spiegel. Dem wiederverwendeten Kriminalrat blieb die Angst, die Vergangenheit könnte ihn einholen wie andere Ermittler in der Reichstagsbrandsache. Stimmte die Alleintäterthese, wäre den Ermittlern nichts vorzuwerfen und sie nicht schuldig an van der Lübbes Hinrichtung. Und wenn nicht?